Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist furchtbar, wirklich furchtbar. Die Amerikaner. Die lügen, was das Zeug hält. Wie gedruckt. Ja. Und warum das so ist und ob das wirklich so ist, sehen Sie in diesem Video. Bleiben Sie dran. Viel Spaß damit. Ja, das war kein Clickbait. Ein bisschen vielleicht war es Clickbait. Aber lügen die Amerikaner wirklich, also die Amerikaner, die US-Amerikaner wirklich so? Es kommt darauf an, in welchem Bereich. Im privaten Bereich würde ich sagen, nö, nicht wirklich. Alles, was mit Business zu tun hat, ja, sehr viel. Das hier ist ein Business-Video. Das ist mal was anderes, ne, dass wir beide über Business quatschen. Aber da hat die Tina völlig recht. Ne? Also die Erfahrung ist halt wirklich so, ich sag mal, die stretchen die Wahrheit ein wenig. Und das zieht sich durch ganz, ganz viele Bereiche. Und darüber wollen wir gerne mit euch ein bisschen diskutieren, unsere Erfahrungen austauschen und erklären, warum das so ist. Ich meine, das machen die ja nicht aus Spaß und Dollerei. Ne? Und vor allen Dingen, welche Strategien Amerikaner dann entwickelt haben dagegen. Also wie man damit umgeht. Das ist viel wichtiger, dass wir euch zeigen, warum Amerikaner im Business ticken, wie sie ticken. Genau, also auch hier gilt immer, ne, ist keine Verallgemeinerung, ne, ist bestimmt nicht bei jedem so, ne, aber sind halt unsere Erfahrungen. Ne, und die sind wir auf unserem freien Kanal frei auch zu äußern. Also ich fange mal vorne an, ne, vielleicht irgendwie gucken wir mal. Also als wir hier hingekommen sind, haben wir Mitarbeiter eingestellt. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, was da so gequasselt wurde. Ne. Also grundsätzlich ist ja so, wenn du hier dich in den USA bewirbst, dann schickst du ein CV, also einen Lebenslauf und natürlich ohne Bild. So, und teilweise auch ohne andere persönliche Daten, ne, wegen Diskriminierungsgesetzen. Also du musst hier ein bisschen aufpassen, dass du hier nicht verklagt wirst wegen Antidiskriminierungsgesetz. Ne. Das heißt, da fehlen manchmal halt auch Geburtsdaten, ne, und die normale Adresse, wo die so wohnen, ne, das hat den Chef auch nicht zu interessieren. So, das sorgt natürlich dafür, dass man erstmal Vertrauen aufbauen muss. So, und das machen Sie, indem Sie so ein Summary über sich selber schreiben, wo Sie sich selber quasi anpreisen, dass Sie der geilste Hengst im Stall sind. Gut, das glaube ich, gibt es in Deutschland auch. Ne? Also das ist so, ne? Aber hier ist das halt so überzogen, finde ich. Ne? Also, weil wenn du dir die Lebensläufe anguckst, ne, klar, dann steht das College da drin oder die Highschool, wo sie waren und was sie schon alles gemacht haben. Ne? Aber ehrlich gesagt interessiert mich das gar nicht mehr. Sondern mich interessiert nur, in welchem Bereich hat der gearbeitet und dann lade ich den zum Interview ein. Das, was ich aber meine, wo gerne mal übertrieben wird, ist, in diesem Executive Summary stehen ganz oft Zahlen drin, was sie verkauft haben. Also ne, dieses Track Revenue. Beim Vertrieb jetzt, ne? Genau. Da schreiben sie einfach rein, ich habe im letzten Jahr für meinen Kunden 2,8 Millionen Dollar reingeholt. Und ich würde sagen... Kann natürlich auch keiner nachprüfen, ne? Darum kann man das auch mal so schnell schreiben. Ne? Ja, genau. Also das Gleiche gilt auch für die Gehälter. Ne? Ja. Erinnerst du dich an die Dame, die wir eingestellt haben, wo wir gesagt haben, pass auf, wir zahlen das und das. Und sie so, oh, ich habe im Jahr davor 200.000 verdient. Ne? Im Leben nicht. Im Leben nicht. Aber wo ich denke, so, okay, pass auf, wenn du 200.000 verdient hast, ne, dann machen wir halt eine hohe Commission Rate. Ne? Ja. Also dann scheinst du ja gut zu sein. Ne? Dann kriegst du ein Fixgehalt. Ne? Und alles, was on top ist, ist dann super. Ne? Die hat auch sehr schnell zugeschlagen. Ne? Das hätte uns eigentlich... Eigentlich hätte uns das schon wundern sollen. Eigentlich hätte uns das wundern sollen, dass sie dann vor allen Dingen auch so überschwänglich dabei war. Nach dem Motto so, ja, ich habe einen guten Deal. War begründet auf einer Lüge, weil wir angenommen haben, so wenn sie uns erzählt, dass sie 200.000 im letzten Jahr verdient hat, dann müssen wir das irgendwie matchen. Genau, also da waren wir zu blauäugig. Ne? Das ist Viel halt so. zu blauäugig. Mittlerweile haben wir da Erfahrung, ne? Ich kann das ganz gut ausfiltern. Ne? Aber damals war das so. Ne? Also ich habe so ein Grundvertrauen in Menschen, ist vielleicht auch manchmal falsch. Ne? Aber weißt du, wenn du in einem neuen Land bist und die Zahlen noch nicht so kennst an Salaries, an Gehältern, ne? Dann vertraust du erstmal drauf. Sagst, wow, hier ist ja sowieso viel möglich. Ne? Irgendwie kann es schon sein, dass sie das verdient hat. Ne? Kritisch wird es dann, wenn die sofort zusagt. Ja, ohne Verhandlungen sofort zusagen, dann weißt du, Mist. Genau, aber da sind die Amerikaner uns ja ein bisschen weiter, also die US eigentlich, scheiße, ich sage einfach Amerikaner, das ist mir zu anstrengend. Also die sind da ein bisschen weiter, ne, denn die haben natürlich so Prüfmechanismen. Also ich habe ja mal erzählt, dass wir uns auch mal ab und zu mal von jemandem trennen müssen. Ne? So, und dann kommt es halt vor, also ich bin immer der Letzte, der dann Stein in den Weg legt. Ne? Ich finde, das macht man nicht. Ne? Also wenn man sich trennt, ne, dann wünscht man ihm alles Gute, ne, und hilft natürlich auch, dass der irgendwie unterkommt. Ne? Außer der hat dich beklaut oder so. Ne? Dann hört meine Freundschaft einfach auch auf. Ne? Aber nichtsdestotrotz stehe ich ja gerne als Referenz zur Verfügung. Und das ist quasi tatsächlich hier die absolute
Waffe gegen Lügen, nämlich herauszufinden, was sagen denn die anderen. Also während es in Deutschland für mich total abwegig war, mal bei einem anderen Arbeitgeber anzurufen und nachzufragen, du hör mal, war der denn wirklich der geilste Hengst im Stall? War das wirklich so? Ist das hier total die Regel? Also da wirst du angerufen und da wird nachgefragt, hat er wirklich so gearbeitet? Stimmt das in seinem Lebenslauf? War er für die Dinge verantwortlich, die er hier geschrieben hat? Genau, das geht nach einem Muster. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland einfach so möglich ist. Das ist wahrscheinlich schon. Also du musst wahrscheinlich erst die Einverständnis einholen und sowas. Ne? Das ist hier nicht so. Ne? Das macht man zwar der Höflichkeit halber, aber du musst es vom Recht her nicht machen. Ne? So, was aber war, der Kollege wollte dann bei einem Unternehmen anfangen, wo ich denke, da passt auch sehr gut. Ne? Also die Stelle passt sehr gut. Ne? Der hatte mich vorher angerufen und gesagt, pass mal auf, irgendwie darf die Personalerin dich da mal anrufen, Referenz. Ne? Ich sage, ja klar, gib ihm meine Nummer. Ne? Und dann hat die mich tatsächlich eingeladen zu einem Zoom-Call und der war, also ihr könnt ja bei Zoom oder Teams oder wo auch immer, da könnt ihr immer so das Zeitfenster auswählen. Und die hat mich für einen 10-Minuten-Call eingeladen, was ich sehr selten hier finde. Ne? Also 10 Minuten ist schon, wo ich denke, so, wow, für einen Referenzcall, was will die denn wissen in 10 Minuten? So, aber das ging dann so. Sie hat sich vorgestellt, sagte, ja, ich bin die Personalleitung der Firma XY, ne, und ein ehemaliger Mitarbeiter von dir, der Herr so und so und so und so, hat sich hier beworben und wir finden ihn gut. Ne, wir würden halt gerne nochmal deine Meinung hören, ne, irgendwie, wie das so ist. So, die wollten aber gar nicht meine Meinung hören. Ne. Ja. Also du hast gemerkt, das ist so ein HR-Prozess. Ne, so, und die hat 5 Fragen gehabt, ne, und die hat auch gar nicht meinen zwischen den Zeilen interessiert. Die hat einfach nur ja, nein, ja, nein, ja, nein abgecheckt. Ne. Und am Ende hat sie gefragt, würden Sie den noch mal einstellen? Ich sage, ja sicher. Ich sage, bei uns hat das jetzt leider nicht gepasst, ne? Aber wenn wir weiter wachsen, ne, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ne? Ja, dann war sie zufrieden, vielen Dank dafür. So, dann habe ich gesehen, 3 Tage später auf LinkedIn hat er dann seinen Jobstatus geändert mit dem, alles läuft gut. Ne? Aber Trust ist wichtig hier. Trust ist wichtig, genau. Und der Trust ist so wichtig, weil hier einfach jeder immer schwindelt über alles Mögliche. Und das ist nicht nur bei einem Jobangebot oder bei einer Bewerbung, sondern vor allen Dingen auch im Vertrieb mit den Kunden. Also wenn ich irgendwie oder wenn du auf Akquise gehst, die Kunden, die kennen dich ja noch gar nicht. Ne, die wissen nicht, wer du bist und du könntest denen ja quasi das Blaue vom Himmel erzählen und ehrlich gesagt tun das die meisten auch. Die erzählen dir das Blaue vom Himmel, wie toll sie doch alle sind und welche Probleme sie lösen und wie sie die lösen. Nur meistens stimmt das leider nicht. Ja, guck mal, also wenn ihr auf LinkedIn seid, also das ist sehr wichtig hier in den USA, LinkedIn. Ne? Das ist so, die sind alle Manager, CEOs oder was auch immer. Ne? So, das kann man schon mal vergessen. So, aber das ist halt ein Problem, wenn ihr hier hinkommt in die USA. Ne? Denn die bauen halt sehr viel auf Vertrauen, weil das halt ein riesiger Marktplatz ist. Ne? So, und du kannst hier die Strategie fahren, irgendwie, ich ziehe einen Kunden mal ab, ne, irgendwie, oder ich habe hier einen Mega-Preis, scheiß auf die Leistung, die danach kommt, das Geld habe ich erstmal. Und wenn der mich schlecht bewertet oder weg ist, dann ist der halt weg, der Markt ist so groß, ich hole mir einen neuen. Ne? Und ja, das ist so. Aber es ist halt auch nur die halbe Wahrheit, denn das machst du, weiß ich nicht, 2, 3 Jahre und dann hast du hier einen Ruf weg. Ne? Genau, also hier funktioniert alles über Ruf und wie du schon so oft gesagt hast, über Vertrauen. Und Vertrauen gewinnt man auch, indem man andere fragt. Und deswegen wird ganz oft, oder du hast jetzt schon von vielen Kunden gehört, ja, finde ich super, was du machst, finde ich total klasse. Wen darf ich anrufen, der mir sagt, dass du das wirklich so machst, wie du mir das erzählst, weil wir schon super viele schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Genau, und mittlerweile, muss ich sagen, ist das bei fast allen Neuen, die wir onboarden. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, also das ist wirklich schwierig, das wollte ich ja eigentlich sagen. Ne? Also wenn ihr hier hinkommt und ihr kennt hier noch nichts und ihr habt hier keinen Kunden und wollt aber in Amerika akquirieren. Ne? Also ich kenne ja auch viele von euch, die sagen, ja, dann mache ich in Deutschland einfach weiter. Das Business, eine Zeitverschiebung, alles gut. Ne? Da rate ich grundsätzlich von ab, das geht in die Hose. Ne? Da kann ich ganz viele negative Beispiele aufzählen, wo das nicht funktioniert, weil Deutschland ist weit weg und das schläft ein wie die Freundschaften. So, aber das ist ein anderes Thema. So, aber was ihr ja nicht vergessen dürft, ist, es gibt ja jetzt hier nichts zum Nachprüfen. Also es gibt kein Handelsregister oder sowas, ne, irgendwie, wo man mal reingucken kann. So, also mittlerweile ist das bei mir so, vom Vertriebsprozess ist es so, okay, ich akquiriere den, dann haben wir einen Intro-Call, ne, sind in Teams zusammen. Ich erzähle dem, was wir so machen. Ne, ich erzähle dem natürlich auch, für wen wir alles was gemacht haben. Und da merke ich schon, okay, der hört zu, der findet das interessant und ich schicke ihm auch den Vertrag. Den Vertrag liest er sich durch und sagt immer, pass auf, André, wir machen das. Ne? Ja. Gib mir nur noch mal einen, den ich noch mal anrufen kann. Weißt du, der braucht noch mal dieses irgendwie, auch scheiße, jetzt muss ich Geld ausgeben. Für einen, der hier erst seit ein paar Jahren ist, der vielleicht was Gutes macht, ne? Und das passt ja auch alles, aber ich will wissen, ob das kein Scam ist hier. Ne? Ja.
Deswegen, so ein Tipp ist, habt eine Person, irgendwie eine Person, wo ihr vielleicht am Anfang mal eine Dienstleistung weniger in Rechnung stellt, kostenlos anbietet, was auch immer. Holt euch einen ins Boot, den jemand anders anrufen darf, so als Gegenleistung, so, dass das die Referenz ist. Weil Amerikaner lügen wie gedruckt und wenn du keine Referenz hast, kriegst du keine Aufträge. Auf jeden Fall nicht im Beratungsbusiness, in dem wir Also es kommt schon sind. vor, ne, dass wir auch jemanden haben, der mir einfach vertraut. Ne? Das ist so, ne? Ich meine, ich lüge ja nun wirklich nicht. Ne? Also die Referenzen, die habe ich ja auch. Ne? Und ich weiß ja auch, dass wenn ich da was an Referenz nenne, dass der nicht doof ist, weil wir ja in der gleichen Industrie sind. Ne? Also die kennen sich ja vielleicht. Ne? Und das wäre fatal. Ne? Aber trotzdem, also meine Erfahrung ist, wenn der da jemanden anruft, der fragt nicht irgendwie, was hat der Achter mal denn genommen für einen Preis, ne? Sondern der fragt einfach nur, warst du zufrieden mit der Zusammenarbeit? Ne? Ist der zuverlässig? Ne? Meldet der sich denn auch? Oder wenn ich dem was bezahle, ist der dann weg und kommt nie wieder? Ne? Die Gespräche, also ich habe tatsächlich jetzt ein paar Referenzen, die auch angerufen werden können. Ne? Und dann kriegt er ab und zu eine Flasche Wein geliefert oder sowas. Ne? Irgendwie haben wir auch schon gemacht. Ja. Ne? Oder hier ist einer, der mag so Outdoor. Ne? Hier gibt es ja in Austin gibt's Yeti. Das ist so ein Outdoor. So ein Cooler, ne? Also die haben alles, was kühl hält. Alles, was kühl hält, haben auch so ein paar Stühle und sowas hier, alles, was Outdoor ist. Ne? So, dann schicken wir dem was, ne? Das ist auch in Ordnung, freut er sich. Ne? Aber der hilft auch gerne, weil er wirklich auch zufrieden ist mit der Leistung. Ne? Denn der weiß so eine deutsche Pünktlichkeit und deutsche Vertrauen, Zuverlässigkeit auch einfach zu schätzen. So, der hilft gerne. Der sagt, pass auf André, das darf nicht lange dauern. Ne? Also ich bin jetzt nicht bereit, den eine halbe Stunde jeden Tag zu bespaßen, seine Referenzen. Ne? Aber der soll mich anrufen, dann sage ich ihm, dass das alles super ist mit dir und dann ist gut. Und mehr ist es auch nicht. Genau, aber nochmal super wichtig ist, dass ihr einen an der Hand habt, wenn ihr im Beratungsbusiness unterwegs seid. Ich denke jetzt nicht, dass wenn man ein, sagen wir mal, Kerzenbusiness hat, dass es da wichtig ist mit Referenzen. Da kommt es dann auf die Homepage. Da kommen dann die Referenzen auf die Homepage. Und auch da, die meisten, müsst ihr mal wirklich checken, die sind gefälscht hier. Ja, also wenn ich mir eine Homepage angucke, die sind so gefälscht mit den Referenzen. Und da ist es auch super wichtig, so ein Siegel oder irgendwas zu haben. Du siehst das meistens bei so Coaching-Webseiten, ne, oder Ja. dann siehst du dann also well-known aus TV, ne, Ja. irgendwie CBS und bei Fox News und bei ABC waren sie dann. Ne, das guckt natürlich auch keiner nach. Ne. Also so ein bisschen Name-Dropping ist halt ganz wichtig. Ne, also das macht halt einen Eindruck hier. Das ist vielleicht anders als in Deutschland, aber das ist eine Lüge. Also vielleicht, die waren niemals bei CBS im Fernsehen. Ne? Vielleicht gab es mal einen Bericht über Coaching, ne? Dass er sagt, genau. er war ja nicht gelogen. Da gab es einen Bericht über Coaching. Ich habe dann gesagt, dass ich da war. Ne? Ja, Also ja. das ist so ein bisschen Stretchen der Wahrheit. Ne? Ja, ganz oft. Und auch wenn da so Bewertungen drin steht, achtet mal auf die Worte, die da drin stehen. Also es ist meist generisch und man sieht die Fotos. Könnt ihr mal auf Google ein Bild nehmen und eine Rückwärtssuche machen und dann werdet ihr feststellen, diese Person ist entweder AI generiert oder die ist auf zigtausend anderen Webseiten auch. Oh mein Gott, dann hat sie halt überall eingekauft. Nein, also da auch immer ein bisschen vorsichtig sein und nicht ganz so blauäugig glauben, Referenzen haben hier echten Sinn. Und die können sich halt auch verkaufen. Ne? Das ist so. Ne? Also das ist ja in meinem Bereich ja auch. Ne? Ihr wisst ja, was ich mache. Ne? So wenn ich mit einem Unternehmer spreche und nach den Zahlen frage, ne? Dann, also ich frage immer nach so Gewinn. Ne? Sagen wir mal Gewinn. Der Gewinn ist, der sagt er mir ja, so 1 Million ist der Gewinn. Ne? Und dann weiß ich aber, wenn ich die Zahlen tatsächlich bekomme, ist der Gewinn vielleicht nur 500.000. Weil in seinem Kopf schweben noch, ja, da können wir ja noch sogenannte Adbacks drauf machen, ne? Also irgendwelche Adjustments, ne? Irgendwie machen, wo er denkt, das ist aber nicht richtig, sondern da müssen wir hier noch und da noch und da noch. Das kommt aber erst viel später im Prozess. Ne? Klar gibt es in Deutschland auch, wenn du M&A machst, ne? Dann wird halt adjustiert. Ne? Die gehen aber von den adjustierten Zahlen hier schon direkt aus, ne? Ohne überhaupt irgendwie Hinweis zu geben, wie viel denn das echte ist. Ne? Darum ist das manchmal enttäuschend, wenn du sagst, boah super, das ist ein Gewinn, der interessiert meinen Kunden. Ne? Dann gibst du da die Zahlen, ne? Und dann kriegst du aber, ich sage immer, da steht nur 500.000. Wie kommst du denn auf 1 Million? Ja, hier meine Schwiegermutter ist noch beschäftigt, die kannst du ja rausmachen. Ne? Und ich bin ja dann auch weg, gibt es kein Gehalt mehr. Das ist immer die gleiche Diskussion. Ne? Also das ist schon... Die haben da so kein Gefühl für. Ne? Die wollen immer den nächsten Schritt gehen, weil die wissen, irgendwann im Prozess ist es halt soweit. Dann muss man die Karten sowieso am Tisch legen. Ne? Aber dann hast du so viel Energie da reingesteckt, dann die meisten gehen dann auch nicht zurück. Ne? Ja, oder akzeptieren halt auch ganz einfach, dass man sagt, ja, okay, wenn man das so sieht. Also
Ach, Mann. Ja, es ist schwierig. Ne? Aber Es ist schwierig. lügen jetzt die Amerikaner grundsätzlich viel? Nein, also das ist nicht so. Ne? Ich glaube, das ist einfach so ein Schutzmechanismus. Ne? Du bist halt hier in einem hochkompetitiven Markt, ne? Und musst halt, also du hast halt Wettbewerb, ob du dich bewirbst. Ich habe ja schon mit vielen von euch gesprochen, ne? Die dann hier so als Freelancer versucht haben, weil es dann doch nicht so geklappt hat mit der Firma hier. Ne? Du kämpfst halt gegen Amerikaner, ne? So, und du musst dich halt groß machen, weil wenn du dich nicht groß machst, der Amerikaner macht sich groß, der hat da keine Hemmungen. Ne? Für den ist das Business, und Business ist hier eine Challenge, ne? Und eine Challenge, die wird vielleicht auch manchmal mit unfairen Mitteln gewonnen. Ne? Also sowas wie den ehrbaren Kaufmann in Deutschland, das gibt es hier nicht. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn du wie ein ehrbarer Kaufmann handelst, hast du hier einen Stein im Brett. Ne? Ja, genau. Aber nochmal zu Referenzen nachfragen, die total unrealistisch sind. Ja, das ist auch eine Story. Das ist auch eine Story. Hier gibt es, habe ich schon oft gesagt, Facebook-Gruppen von unseren Nachbarschaften hier. Und da werden Babysitter ganz oft gesucht. Und während viele, wirklich die meisten normal sagen, hey, ne, wir wollen einfach ausgehen, wir brauchen einen Babysitter, passt schon irgendwas. Ne? Hauptsache mein Kind bleibt am Leben. Haben andere tatsächlich andere Vorstellungen, wie man hier einen Babysitter castet, nämlich mit Referenzen. Ich brauche 3 Familien, die sagen, dass du gut babysittest und nicht nur am Phone hängst. Ich brauche, dass du einen Lebensrettungsschein hast. Ich brauche hier ein Führungszeugnis. Ich frage mich auch, warum die dann keine Babysitter bekommen. Ja, frage ich mich auch. Da sind dann so Karens, ne, die glauben, also die haben wahrscheinlich einen coolen Job, ne, und sind dann im Management oder so, ne, und wollen das jetzt aufs Privatleben produzieren. Oder die sind halt wirklich, wie wir, so oft auf die Nase gefallen durch Lügen, die einem erzählt worden sind, dass die jetzt wirklich nur 1000-mal nachfragen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also unsere Tochter macht ja Babysitting hier, ne? Macht es auch sehr gerne, ne? Weil da kommt viel bei rum. Ne? Die verdient sich dumm und dämlich hier durch Babysitten, weil das halt auch ein rares Gut ist hier. So, und in der Regel ist das ja so, die geht dann einen Tag vorher oder 2 Tage vorher mal dahin. Ne? 10 Minuten, 20 Minuten, guckt sich die Kinder an, die Kinder gucken die an, die Eltern gucken Nina an. Ne? Und dann wird entschieden, okay, kannst du machen oder nicht. Ne? Also ja, nein, die Referenzen, ich will nur sagen, ich möchte das erklären, warum das so ist. Und ich glaube wirklich, im Kopf der Amerikaner ist halt ganz viel, ich muss das überprüfen. Ich muss das einfach überprüfen, weil hier, ne, das ist aber auch so eine ich glaube, so eine Gesamtmindset hier. Ich möchte ja, dass der andere immer sich wohlfühlt. Deswegen, vielleicht ist es im Alltag Lügen, nicht wirklich Lügen, sondern einfach nur in Rücksicht nehmen auf dich und nicht wollen, dass du dich unkomfortabel fühlst. Das ist auf jeden Fall so. Ne? Also der Servicegedanke hier ist anders. Ne? Also die Amerikaner sind, also manche sind natürlich auch direkt, ne? Aber viele sind halt auch nicht direkt. Die wollen so eine Wohlfühlzone schaffen. Ne? Ja. Und dann erzählen sie halt was, dass du dich wohlfühlst. Das ist einfach so. Genau, ne? Wie zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der wohnt auch in Deutschland. Oder ich komme sogar aus Deutschland. Irgendwie meine Großmutter. Meine Große. Also Schnitzel. Das ist jetzt nicht unbedingt immer die Wahrheit, sondern es ist in dem Moment ein Connector damit, dass man sich mit dir unterhalten kann und das Gefühl hat, hey, komm. Also Lügen, um das mal abzuschließen, lügen die Amerikaner super viel. Ich würde sagen, sie erzählen halt ihre Version der Welt. Ja, die plustern sich auf. Ne? So, ja. Das ist einfach so. Ne? Also manche benutzen auch dieses Referenzgetue, ne? Als Vertriebskanal. Ne? Das versuche ich immer möglichst zu unterbinden, weil das einfach auch ein peinlicher Vertriebskanal ist. Aber ich mache mal ein Beispiel. Also wir haben jetzt ein Unternehmen, wo sich mein Kunde für interessiert, dann rufe ich den CEO da an und sage mal, also ich sage jetzt, Flachs ist natürlich ein bisschen komplexer und diplomatischer ausgedrückt. Ich sage, wir haben hier einen Kunden und der interessiert sich total für dich, irgendwie, der würde dich gerne kaufen, ne? Der würde dir ein Angebot machen, hast du mal Zeit für einen Call? Ne? Dann sagt er, ja klar, finde ich total super, mega. Ne? So, und dann quatschen wir mit dem und erzählt die Zahlen, passt alles. Ne? Und ich sage, alles klar, ich bin ja so ein bisschen der Filter dann. Ne? Ich sage, ich organisiere dann mal einen Call mit meinem Kunden, also mit dem CEO meines Kunden, was ein wirklich großes Unternehmen ist. Ne? Und dann gehen wir weiter. So, und in dem Call sagt er dann, ja, also eigentlich habe ich gar nicht vor zu verkaufen, aber wenn wir schon mal im Call sind, vielleicht können wir über eine Partnerschaft reden. Ne? Dein Vertriebskanal, mein Vertrieb, da können wir was machen. Ne? Wo ich denke so, oh, du Sackgesicht, ehrlich. Weißt du, so kriegt man natürlich den CEO des anderen dann auch in den Call. Ne? Aber das unterbinde ich sofort. Ich sage, pass mal auf, irgendwie, du weißt, wir sind hier in einem Call für eine Acquisition, ne? Und nicht für ein Sales-Gespräch. Ne? Ich sage, lass uns das so kurz machen. Ich sage, wir wollen keine Time-Wasting machen, weil Time-Wasting ist hier das Allertödlichste. Ne? Ich sage, wir melden uns.
tschüss. So. Ja. Ja, das geht nicht anders. Also musst du so machen, ne? Bevor das irgendwie, weil mein Kunde ist dann angepisst, dass ich irgendwie jemanden hole, ne? Der gesagt hat, er will verkaufen, aber will gar nicht verkaufen, will nur den Zugang zu dem CEO haben. Ne? Das ist so. Und manche Neukunden benutzen auch dieses Referenzen als Vertriebskanal. Ja. Ich mache noch mal ein Beispiel. Ich habe ja ich habe jetzt mittlerweile wirklich, wirklich viele Kunden, die Unternehmen suchen, die wir bedienen. Ne? So, und ein Kunde wollte halt 3 Referenzen haben. Und zwar wollte der 3 Referenzen haben in dem Bereich, wo er auch sucht. So, und da habe ich gesagt, das mache ich natürlich nicht. Ne? Also ich verknüpfe dich nicht mit deinem Wettbewerber, ne? Denn ich habe 3 Referenzen, die im Wettbewerb zu ihm stehen. Und das macht man natürlich nicht. Ne? Also du sagst natürlich nicht, ja hier, dann unterhalte ich mal mit deinem Wettbewerber, ne? Um mal herauszufinden, wie wir da sowas machen, ne? Um Informationen zu kriegen. Und einer war dabei, wo er sagte, pass auf, ich kaufe hier ein Unternehmen, habe aber vor, das in 5 bis 7 Jahren weiter zu verkaufen. So, und einer meiner Kunden, der interessiert sich halt für diesen Bereich. Ne? Und der hat dann schon geschnallt, okay, das könnte in 5 bis 7 Jahren dann mein Käufer sein. Ne? Und dann gab es natürlich, ja, kannst du mir den nicht mal als Referenz geben, dann kann ich mal mit dem telefonieren. Ich sage mal, auch das mache ich nicht. Ne? Ich sage, ich gebe dir gerne eine Referenz von einem anderen Industriezweig, ne? Mit dem wir erfolgreich zusammen, damit du weißt, wie wir arbeiten. Ne? Ich sage aber, Competitors ist hier eine Policy bei uns, da verknüpfe ich dich nie mit. Das ist aber dann auch okay. Ne? Ja. Also sobald die mit einem gesprochen haben, ist das Ding gelutscht. Aber was mich jetzt total interessiert, wir haben ja einige hier in unserer kleinen Community, die auch in den USA wohnen. Was ist denn eure Erfahrung? Also wie ist das bei euch mit dem Lügen? Habt ihr da auch schon irgendwie schlechtere Erfahrungen gemacht oder wie seht ihr das? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen. Aber weißt du, ich weiß, das zu nehmen. Ne? Ich weiß, dass die Wahrheit gestreckt. Am Anfang habe ich schon gesagt, so, boah, das ist aber schwierig hier. Ja. Ne? So bei den Mitarbeitern, das hat mir schon so, finde ich nicht so gut. Ne? Irgendwie als Lüge starten, finde ich nicht so prickelnd. Ne? Mittlerweile weiß ich, okay, pass auf, irgendwie, das ist halt das übliche Trommeln im Busch. Ne? Und das Alpha-Männchen sagt, wie geil es ist. Ja. Aber zum Beispiel bei mir, bei den Aufträgen, ne, wenn dann jemand sagt, oh super geil, das machen wir auf jeden Fall. Ich finde das total geil, lass uns das auf jeden Fall machen. Dann schicke ich die Rechnung raus, weil ne, wir machen das ja auf jeden Fall und all sowas. Ne, also Vertrag raus. Und dann... Ja, das kommt auch vor. Also die haben keine Eier in der Hose. Weißt du, wir sind ja sympathische Typen, ne, oder? Sind wir sympathische Typen? Und dann ist halt auch lustig, ne? Wir sind locker, wir sind ja so, wie wir sind. Ne? Also auch die Leute, die uns mal getroffen haben, die werden bestätigen können, wir sind genau so, wie wir sind. Ja. So, und so bin ich auch im Job. Ne? Das heißt, irgendwie, das Grundvertrauen kommt schon dadurch, dass ich mich nicht verstelle. Ne? So, aber wenn an so einem Punkt der Prospect, also der Interessierte, weiß, okay, das ist vielleicht doch nicht meine Dienstleistung, die ich brauche, ne? Oder vielleicht ist mir das zu teuer, ne? Der wird nie sagen, nee, mache ich nicht, sondern sagt, boah, mega geil, mache ich, so wie Tina sagt. Und dann machen wir aber einen Aufwand, ne? Und schreiben Angebot, ne? Schicken alles raus und dann wird geghostet. Und darüber gibt es ja einen Artikel in einem bekannten Magazin. Ja, genau. So. Super. Perfekt. Ja, das zum Thema Lügen. Also lügen die Amerikaner, also um das kurz zu machen, lügen die Amerikaner alle? Nein, natürlich nicht. War vielleicht ein bisschen überspitzt. Ne? Aber im Business wird die Wahrheit halt zwar sehr, sehr gestresst. Im privaten Bereich hast du völlig recht, habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Die sind alle ehrlich, die erzählen allen, wie es ist. Ne? Und wenn es schlecht geht, sagen die auch, geht schlecht. Ne? Also wenn du befreundet bist. Ne? Ansonsten, wenn du den nicht kennst, ist alles immer super. Ne? Und das ist in Deutschland auch. Genau. Und was ich da sagen wollte, da sind Amerikaner sogar überdurchschnittlich ehrlich, so gerade was Kohle angeht. Ne? Also hier ist jetzt nicht dieses, ja, mir geht's gerade, also in Deutschland wird das ja nicht gesagt, wenn es gerade mal eine schlechtere Phase ist. Hier habe ich tatsächlich eine Freundin, mit der gehe ich aus und sie sagt, Tina, I'm broke. I'm broke right now. Ja, ich bin gerade total pleite. Die haben auch geile Formulierungen. Weißt du? I'm on a budget. Und ich so, ja, okay, cool, gute Formulierung für ich habe keine Knete. Ja, und das ist einfach total ehrlich und süß und dann kann man auch dementsprechend agieren und dann jetzt nicht in das fancyste Happy Hour Restaurant gehen, sondern dann gehst du irgendwie zum Foodtruck und hast ja einfach eine tolle Zeit. Ehrlichkeit ist da, wenn du befreundet bist. So ehrlich, wie ich das auch noch nicht kannte. Das stimmt, also das ist in Deutschland anders, also zumindest in dem Kreis, wo wir waren. Ne? Da muss immer alles super sein, da muss immer alles super sein, da musst du mithalten können, immer die geilsten Klamotten haben und so. Du musst immer alles, hier ist das, weißt du, hier, das Land dreht sich halt anders, das dreht sich schnell, hier ist alles auf Business aus. Ne? Und jeder weiß auch, das ist ein Spiel und manchmal verliert man halt das Spiel, was ja auch völlig normal ist im Leben. Ne? Dann geht es halt runter und in der nächsten Runde hast du halt wieder alle 4 im Haus. Ne? So ist das nun mal. Ne? Ist so. Also Mensch, ärger dich nicht. So wird das hier gesehen. Und die reden über Zahlen ganz offen. Ne? Ich habe hier einen guten Freund, ne? Der einen wirklich guten Job hat. Ne? Der erzählt mir auch, ja, mein Gott, wird eng haben am Monat. Ne? Verdient zwar scheiße viel Geld, wo ich mir denke, wie geht das? Ne? Aber das ist auch nicht mein Ding. Ne? Also dann hat er halt Probleme. Ja, mein Gott, dann lade ich ihn auch ein Bier ein und dann geht nächsten Monat wieder auf seine Rechnung. So ist das nun mal. So ist das nun mal.
So, boah, jetzt habe ich ja schon wieder beim Bier. Wir sind beim Alkohol. Nein, Nicht, nein, dass wir nein, schwenken hier. nein, absolut nein. Wir Das ist machen ein uns kurzes jetzt. Video, ne? Es ist ein kurzes Video. Wir können ja noch einfach mal 5 Minuten nichts sagen. Mal gucken, wie lange. Nein, alles Nein, gut. machen wir nicht. Nein, also jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Ja, aber ist auch echt, total dass egal. ich das noch schaffe. Wir haben übrigens am 4. September 20-jährigen Hochzeitstag und ich möchte ganz, ganz viele Glückwünsche von euch. Am 4. September 20-jährigen. Ja, also wir machen uns jetzt auf in den Sonntag. Heute ist Sonntag. Nee, Samstag ist heute. Entschuldigung. ist Samstag. Wenn ihr das Video seht, ist Sonntag. Hoffentlich Ja. schaffe ich das mit dem Schneiden. Wir sind heute Abend verabredet zum Essen. Wollen gleich noch mal ein bisschen raus. Wenn unsere Kinder unsere Autos wieder gebracht haben, das ist echt, ich brauche mehr Autos hier. So, Ja. Da warten wir drauf und dann geht es in den Samstag und morgen, also heute seht ihr dieses Video. Und in der nächsten Woche gibt es noch eins und dann bringen wir unsere Tochter nach Savannah, Georgia mit dem Auto. Da wird es vielleicht einmal kurze Pause geben, aber wir berichten auf jeden Fall über diesen Stereotype Roadtrip, wie die Amerikaner, Ihre wir Kinder. tun mal so, als wären wir welche, ihre Kinder ins College bringen mit Umzugswagen und Co. Egal, da gibt es ein Video drüber, das ist bestimmt spannend. So, in diesem Sinne, hast du noch was? Nein, heute. Nein. Klare Antwort, so muss das sein. Also, schön, dass ihr dabei seid, danke fürs Folgen und bis demnächst.